In meinem heutigen Video möchte ich euch die Personenzugkombination der Niederländischen Bahn hier auf meiner Anlage vorstellen. Ich konnte den Zug aus meiner Sicht für mich jetzt hier komplettieren. Ich habe jetzt auch gar nicht geschaut, ob es von Märklin noch weitere Güterwagen der Niederländischen Staatsbahn gibt, sondern bin eigentlich mit meinen Personenwagen hier ganz zufrieden, zumal mir die Kombination aus der blauen Lokomotive mit den 24 cm Blechwagen auch in der blauen Farbgebung eigentlich extrem gut gefällt und deswegen wird es bei mir erstmal dabei bleiben. Es gibt dann weitere Wagen und Farbkombinationen, auch in 27 cm von Märklin. Die sind für mich jetzt aber erstmal uninteressant. Vielleicht kommen die später irgendwann mal dazu. Die Ursprungsvariante der Lokomotive von Märklin, die 3051, kam 1965 auf den Markt und wurde dann in 6 verschiedenen Varianten bis 1978 produziert. Das ist dann ein Modell der Serie 1200 der Nederlandse Spoorwegen. 6 Achsen, alle 3 Achsen angetrieben, über die Stirnräder 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft, Fernsteuerung vor Rückwärtsfahrt, je 3 beleuchtete Stirnlampen vorne und hinten, Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung. Und dann das Wichtigste, denke ich mir, das blaue Ganzmetallgehäuse, was der Lok richtig Gewicht verleiht und ihr auch richtig eine schöne Zugkraft verleiht. Mit vielen Details, feststehende Pufferbohlen, 2 Federn, Dachstromabnehmer, Dachsilbern, eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen, selbsttätige Kupplung an beiden Enden und Länge über Puffer 19,6 cm. Das war jetzt ein Bild aus dem 1965er Katalog und da hat Märklin dann auch noch ein paar spärliche Informationen wenigstens geliefert zum Vorbild, und zwar die NS beschaffte insgesamt 25 der nach amerikanischen Plänen erbauten Lokomotiven der Serie 1200 für den schweren gemischten Dienst. Bei einer Geschwindigkeit von 72 Stundenkilometer entwickeln die 6 Fahrmotoren eine Gesamtleistung von 3000 PS. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 135 Stundenkilometer und ihre Länge 18 Meter. In späteren Katalogen fallen solche Informationen dann immer mehr weg, beziehungsweise unter den Tisch, und man hat nur noch die Bezeichnungen beziehungsweise Beschreibungen der Modelle, aber meistens nichts mehr zu den Vorbildern, was ich persönlich eigentlich ein bisschen schade finde. Und hier kommen wir dann zu meinem Modell, und zwar habe ich die 3161, den Nachfolger sozusagen von Märklin. Dieser wurde gebaut von 1981 bis 1983 und hatte ab da wohl auch eine neue Betriebsnummer, die 1202. Von der Optik her eine sehr markante Lokomotive. Über Geschmack lässt sich natürlich streiten. Die schönste, eleganteste ist es wahrscheinlich nicht, aber doch eine sehr eigenständige Gehäuseform. Und hier im Modell durch das Metallgehäuse und die 3 angetriebenen Achsen auch wirklich extrem gute Fahreigenschaften. Und die zieht auf der Anlage dann auch so richtig was weg. Und passend dazu von Märklin unter der Nummer 4048 der D-Zug Postwagen, gebaut ab 1967 bis 1972. Dieser wurde dann im Gegensatz zu den Wagen, soweit ich weiß, auch nicht mehr weiter aufgelegt. Und der Wagen ist dann wie alle anderen Wagen auch noch hier komplett noch aus Blech gefertigt. Und alle Wagen haben eine Länge von 24 cm. Bei meinem Modell hatte der Vorbesitzer dann leider die wenig glorreiche Idee, hier hinten 2 Löcher einzubohren. Relativ unprofessionell, unterschiedliche Größe und auch an unterschiedlicher oder auf unterschiedlicher Höhe eingebohrt, wollte da wahrscheinlich eine Schlussbeleuchtung einsetzen, dazu ist er aber wahrscheinlich nicht gekommen. Der Wagen wurde mir aber so für 10 € angeboten, inklusive noch einer dieser schönen hellblauen Packungen. Und da der Rest von dem Wagen in ziemlich gutem Zustand ist, habe ich dann natürlich nicht Nein sagen können und habe da zugeschlagen. Und das war dann auch der letzte Wagen, der sozusagen meinen Zug komplettiert hat. Was noch fehlt, alle diese Wagen sind leider ohne Inneneinrichtung. Da werde ich mal schauen, ob ich das eventuell nochmal nachrüste. Das werde ich mir aber noch überlegen. Und bei dem Postwagen kann ich mir dann überlegen, ob ich hier eventuell selbst nochmal diese Löcher korrigiere, ob ich sie zumache oder eventuell eine Schlussbeleuchtung einsetze. Im Moment bin ich zu dem Kompromiss erstmal gekommen, den Wagen direkt mit dem Postabteil hinter die Lokomotive zu hängen, sodass die beiden Löcher hier während des Fahrbetriebs überhaupt nicht weiter auffallen. Dann kommen wir zu dem D-Zug Sitzwagen, die 4049 von Märklin. Kam auch 1967 auf den Markt, wurde bis 1987 produziert. Und bei diesen ersten Wagen, da fehlt an der Seite noch dieses Doppelpfeil-Symbol. Das kam erst bei späteren Ausführungen dann hinzu. Und das ist dann im Grunde genommen hier die Variante dieser 4049, nennt sich dann hier im Katalog in den 70er Jahren D-Zugwagen und nicht mehr D-Zug Sitzwagen. Modell ist wohl die B6600, zweite Klasse. Und das ist dann die Ausführung, von denen ich dann auch 3 Stück hier habe. Das heißt, wir haben jetzt hier an der Seite von der Beschriftung her
oder Bedruckung auch dieses Doppelpfeil-Symbol auf der Seite und das ist hier in der Variante dann in weiß gehalten. Vorher muss es dann wohl schon mal eine Variante gegeben haben, wo das in grau ausgeführt war. Und die zweite Variante des Personenwagens ist dann hier die 4017. Wurde produziert für die Niederlande in 1985 von Märklin und weltweit kam sie dann auf den Markt oder zum Verkauf ab 1986. Im Katalog dann hier in 1986er Bild müsste das sein. Die 4017 nennt sich dann hier Schnellzugwagen A, Typ E, erste Klasse. Wagenkasten aus Metall, verschiedene Werbeaufschriften liegen bei, Relax-Kupplungen, Länge 24 cm und eingerichtet für Innenbeleuchtung, hat aber immer noch keine Inneneinrichtung drin. Und der Wagenkasten, soweit ich es erkennen kann, ist im Grunde genommen genau der gleiche von der 4049er Ausführung, der sich da allerdings damals ja noch D-Zug-Sitzwagen nannte. Und nicht Schnellzugwagen. Aber ob das dann wirklich von Belang ist, weiß ich leider nicht. Wenn irgendjemand da von euch mehr weiß, wäre es wieder schön, wenn ihr mir es in die Kommentare schreibt. Denn meiner Ansicht nach ist es genau der gleiche Wagen, nur in einer anderen Farbgebung. Die Lokomotive gibt es dann in der alten Ausführung dann nochmal in dieser grau-gelben Farbvariante. Aber ich denke, mit den blauen Personenwagen, wie gesagt, gefällt mir wesentlich besser, die blaue Lokomotive beizubehalten. Für mich die interessantere Variante wäre wahrscheinlich das Modell von der 1117 dann nochmal zu nehmen und das wäre dann natürlich auch in der blauen Farbvariante passend zu den Wagen. So, und das war es dann schon hier mit der Vorstellung meines Personenzugs der holländischen Bahn hier auf meiner kleinen Anlage. Wenn ihr irgendwie noch weitere Informationen habt, bitte schreibt mir es in die Kommentare. Ich trage es gerne nach. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas vergessen oder verdreht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.